Das war mir wirklich unangenehm, peinlich, beschämend. Ist das schockierend, dass sowas überhaupt noch möglich ist? David Garrett ist nicht nur ein Geiger, er ist ein Phänomen. Vom Wunderkind im Alter von 10 Jahren zum internationalen Superstar. Sein Weg war schillernd, aber nicht ohne Schatten. Seit Jahren zieht er die Welt mit seiner genreübergreifenden Musik, seinem Rockstar-Look und seinem stillen Geheimnis in seinen Bann. Aber irgendetwas war immer direkt unter der Oberfläche. Fans flüsterten, Kritiker spekulierten, die Medien deuteten es an. Aber jetzt, mit 43 Jahren, hat der Geigenvirtuose David Garrett endlich die Worte gesprochen: Wir haben es alle vermutet. Und wenn Sie einmal gehört haben, was er gestanden hat, werden Sie seine Musik nie wieder auf dieselbe Weise hören. Was glauben Sie, was David Garrett all die Jahre verborgen hat? Kommentiere 1, wenn du denkst, dass es etwas Persönliches ist. Oder 0, wenn es mit der Karriere zu tun hat. Mal sehen, was die Fans denken. In einem kürzlich geführten Interview führte Garrett ein emotionales, unverblümtes Gespräch. Und was er erzählte, überraschte selbst seine engsten Fans. Die meiste Zeit meines Lebens habe ich 2 Versionen von mir gelebt, die auf der Bühne und die niemand sieht. Dann fügte er hinzu, ich hatte immer das Gefühl, dass ich perfekt sein muss. Das Wunderkind. Aber innerlich war ich erschöpft, einsam, manchmal sogar verloren. Er gab zu, dass der Druck des Ruhms ihn fast erdrückte, besonders in seinen 30ern. Er kämpfte auch mit Selbstzweifeln und der Angst, diejenigen zu enttäuschen, die ihn für unantastbar hielten. Bevor wir uns damit befassen, was David Garretts Perspektive schließlich verändert hat. Dieses Video gefällt dir. Wenn du dich jemals unter Druck gesetzt gefühlt hast, perfekt zu sein. Abonnieren Sie diese Seite, um weitere Einblicke in das Leben von Künstlern hinter dem Rampenlicht zu erhalten. Garrett offenbarte, dass es sich um seinen 43. Geburtstag herum etwas verändert hat. Mir wurde klar, dass ich mich nicht länger verstellen konnte. Ich musste wieder lernen, Musik zu lieben, für mich selbst, nicht für die Bühne. Er ging einen Schritt zurück, hat sich wieder mit Freunden getroffen, er reiste in aller Ruhe und spielte einfach nur aus Freude an der Sache. Dieses Geständnis war kein Skandal, es war etwas Tieferes, etwas Menschlicheres. Es war die Freiheit, fehlerhaft zu sein, echt zu sein. Wie kam es also zu diesem Geständnis? Spulen wir zurück, um die ganze Geschichte seines Lebens zu verstehen. Frühe Jahre. David Garrett, der damals erst 4 Jahre alt war von der Geige fasziniert. Obwohl sein Vater sie für seinen älteren Bruder gekauft hatte, war der kleine David derjenige, der sich für das Instrument begeisterte. Er lernte es schnell selbst und innerhalb eines Jahres nahm er an seinem ersten Wettbewerb teil und wurde Erster. Als er 7 Jahre alt war, wurde seine Begabung deutlich. Mit erstaunlichem Engagement wurde er in das renommierte Lübecker Konservatorium aufgenommen, wo er seine Fähigkeiten verfeinern konnte. Bereits mit 9 Jahren debütierte er beim renommierten Kissinger Sommer und legte damit den Grundstein für eine außergewöhnliche Karriere. Nur wenige Jahre später, im Alter von 12 Jahren, begann er bei der berühmten polnischen Geigerin Ida Händel zu lernen. Er reiste durch ganz Europa, um sich bei ihr schlau zu machen. Im Alter von 17 Jahren verließ Garrett sein Elternhaus, um seinen Träumen auf eigenständige Weise zu folgen. Für kurze Zeit studierte er am Royal College of Music in London, doch sein Aufenthalt dort wurde schnell beendet. Rausgeworfen war nicht der offizielle Ausdruck. Nach Abschluss des ersten Semesters wurde beschlossen, dass das RCM und ich jeweils unsere eigenen Wege gehen würden. Ich konnte zwar einige Kurse schwänzen, aber ich habe es auch geschafft, heimlich zu üben, was mir nicht geholfen hat, sagte er in einem Interview aus dem Jahr 2008. Garrett zog 1999 nach New York, um seine Ausbildung an der renommierten Juilliard School zu absolvieren. Er war entschlossen, seine künstlerischen Fähigkeiten auf die nächste Stufe zu heben. Durch die Anleitung und den Unterricht des berühmten Itzhak Perlman blühte er auf.
Im Jahr 2003 gewann er den Kompositionswettbewerb an der Juilliard School mit einer Fuge, die in Anlehnung an Johann Sebastian Bach entstanden war. Seine Fähigkeiten gingen über das Aufführen hinaus. Im Jahre 2004 erhielt er sein Diplom und etablierte damit seinen Platz unter den ganz Großen. Außerdem reiste er nach Israel, wo er in den Sommern 1997, 1998, 1999 und 2002 an den Meisterkursen von Keshet Ayalon teilnahm. Seine Reise führte ihn auch nach Israel. Sein Weg von einem neugierigen Vierjährigen zu einem Virtuosen von Weltrang war geprägt von Leidenschaft, Hartnäckigkeit und einer unerbittlichen Hingabe an seinen Beruf. Seine Reise begann damit, dass er ein neugieriges Kind war. Beschäftigung. David Garrett zeichnete sich unter anderem durch sein großes frühes Talent aus. 2 CDs wurden von ihm aufgenommen. Er trat in Deutschland und den Niederlanden im Fernsehen auf und spielte sogar in der Villa Hammerschmidt, der Residenz des Bundespräsidenten. Im zarten Alter von 11 Jahren erhielt er seine allererste Stradivari-Geige, ein Geschenk des Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, unmittelbar nach einer privaten Aufführung. Bereits im Alter von 13 Jahren begann seine Karriere zu explodieren. Im selben Jahr erhielt er die Lizenz für die berühmte San Lorenzo Stradivari, die als eine der schönsten Geigen aus Antonio Stradivaris goldener Ära gilt. Angesichts von Garretts rasantem Aufstieg nahm ihn die Deutsche Grammophon bereits im Alter von 13 Jahren unter einen Exklusivvertrag und machte ihn damit zum jüngsten Solisten in der Geschichte des Unternehmens. Bereits im Alter von 16 Jahren trat er mit den Münchner Philharmonikern unter der Leitung von Zubin Mehta auf. Mit 18 Jahren trat er bereits mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin unter Raphael Frühbeck de Burgos auf. Die Kritiker lobten ihn in den höchsten Tönen und er wurde eingeladen, auf der Expo 2000 in Hannover aufzutreten. Im Alter von 21 Jahren gelang ihm ein weiteres bemerkenswertes Ereignis. Er wurde zu den renommierten BBC Proms eingeladen. Obwohl Garrett in der klassischen Musik erfolgreich war, verlief sein Weg alles andere als traditionell. Während seiner Zeit an der Juilliard School brachte er die Raffinesse der Musik mit der Anziehungskraft der Mode in Einklang, indem er als Model arbeitete. Auf diese Weise konnte er seinen Lebensunterhalt bestreiten. Trotz der Tatsache, dass er die Anforderungen seiner akademischen Ausbildung und seiner Nebengeschäfte unter einen Hut bringen musste, blieb seine Begeisterung für das Geigenspiel ungebrochen. Nach einiger Zeit konnte er sich seine eigene Geige, ein Meisterwerk von Giovanni Guadagnini aus dem Jahr 1772, zulegen. Doch 2008 passierte ein schrecklicher Unfall. Auf dem Heimweg von einem Konzert rutschte er aus, während er die Geige auf dem Rücken trug, was zu erheblichen Schäden führte. Obwohl es ihm gelang, die Geige restaurieren zu lassen, kaufte er sich fast sofort eine neue Stradivari, um sicherzustellen, dass seine Musik nie in Vergessenheit geraten würde. David Garretts Weg vom jungen Wunderkind zur weltweiten Sensation war geprägt von seiner Brillanz, Entschlossenheit und der ständigen Auseinandersetzung mit seinem Instrument. David Garrett wollte eine Verbindung zwischen dem Publikum, das klassische Musik hörte, und dem Publikum, das neue Musik hörte, herstellen und damit die Grenzen der herkömmlichen klassischen Aufführung überschreiten. Einen großen Schritt in diese Richtung machte er mit seinem Album Encore, das 2008 erschien und eine Kombination aus klassischen Stücken mit zeitgenössischen Arrangements enthielt, um die Aufmerksamkeit jüngerer Zuhörer zu gewinnen. Bei seinen Konzerten wurden verschiedene Musikstile zusammengeführt, darunter Rockhymnen, Filmmusik und klassische Sonaten. Mit seiner Band, die aus einem Klavier, einer Gitarre und einem Schlagzeug bestand, revolutionierte er das Aufführungserlebnis, indem er der klassischen Musik ein zeitgemäßes und energiegeladenes Gefühl verlieh. Nach der Teilnahme an Eröffnungsveranstaltungen in Rom
New York, Hongkong, Berlin und London erhielt Garrett eine Stradivari von den Gli-Archi di Palazzo, Kommunale, als Zeichen des Dankes für seine Beteiligung an den Eröffnungsaktivitäten. Mit zunehmender Berühmtheit ergaben sich für Garrett auch Möglichkeiten außerhalb des Musikgeschäfts. Im Jahr 2007 wurde er zum Botschafter für die Linie Montegrappa Tributo ad Antonio Stradivari ernannt. Eine Kooperation zwischen Montblanc und der Luxusuhrenmarke. Garrett zog 2011 die Aufmerksamkeit aller auf sich. Seine Darbietung von Nirvanas Smells Like Teen Spirit bei der Royal Variety Performance bewies seine Fähigkeit, Rock mit seiner Geigentechnik zu verbinden. Als Jurymitglied bei den 9. jährlichen Independent Music Awards machte er seine Unterstützung für aufstrebende Musiker sichtbar. Trotzdem blieb sein kreatives Schaffen ungebremst. Ein Jahr später, im Mai desselben Jahres, sank er im Finale der UEFA Champions League an der Seite des deutschen Tenors Jonas Kaufmann. Unter seinem Namen erschien 2012 das Album Music. 2014 startete er eine Crossover-Tour, bei der er einen Mix aus klassischen und modernen Genres auf die Bühne brachte. Im Jahr 2013 übernahm Garrett die Hauptrolle in dem Film The Devil's Violinist, in dem er den großen Niccolò Paganini darstellte. Dies war Garretts Versuch, sein kreatives Spektrum zu erweitern. Im Laufe desselben Jahres veröffentlichte er Garrett vs. Paganini, ein Album, das von der Musik des Virtuosen beeinflusst war. Innovation, Furious, Serenity und Melancholia waren einige der Originalwerke, die in seinem Album Explosive enthalten waren, das 2015 erschien und dazu beitrug, seinen Status als Künstler und Komponist zu stärken. Im Jahr 2017 veröffentlichte er eine Single namens Bittersweet Symphony, die als Vorschau auf sein Album Rock Revolution diente. Mit dieser Single bewies er seine Fähigkeit, große Songs neu zu interpretieren. Beim Großen Preis der Formel 1 in der Eifel, der im Oktober 2020 stattfand, wurde ihm die Ehre zuteil, die deutsche Nationalhymne zu spielen. Dieser Moment ereignete sich 3 Jahre später. Wenige Tage später veröffentlichte er Alive My Soundtrack, eine persönliche Zusammenstellung von Songs, die seine Reise durch die Welt der Musik beeinflusst hatten. Vom Konzertsaal bis zur Leinwand, von klassischen Meisterwerken bis zu Rock-Neuinterpretationen zeigte David Garrett, dass Musik keine Grenzen kennt. Sie ist lebendig, wächst und grenzenlos, indem sie beweist, dass sie alle einschließt. Doch die Popularität brachte eine Menge Druck mit sich, und hinter den Kulissen hatte David mit Problemen zu kämpfen, von denen niemand sonst wusste. Es waren die persönlichen Konflikte, die seine Erfolge in den Schatten zu stellen begannen und sich mit dem explosiven Aufstieg seiner Karriere noch verstärkten. Es wird noch viel mehr kommen. Wenn Ihnen dieses Video gefällt, sollten Sie unbedingt den Abo-Knopf drücken und Benachrichtigungen aktivieren, damit Sie zukünftige Geschichten wie diese nicht verpassen. Privatleben und Rechtsstreitigkeiten von David Garrett. David hat gerade 2 anstrengende Jahre verbracht und war von negativen Nachrichten umgeben. Garrett hat lange Zeit zu diesem Thema geschwiegen, aber schließlich hat er zum Erstaunen aller den Vorwurf der Körperverletzung gegen die ehemalige Pornodarstellerin Ashley Juden erhoben, die zuvor mit dem deutschen Stargeiger verlobt gewesen war. Es folgte eine kontroverse, gerichtliche Auseinandersetzung, die schließlich zur Beschädigung des Images des idealen Schwiegersohns führte. Nach einem Rechtsstreit vor dem obersten Gerichtshof von New York einigte sich David Garrett privat mit seinem ehemaligen Partner. Beide Seiten nahmen an den Verfahren teil. Garrett wies die Anschuldigungen seiner Ex-Freundin, einer ehemaligen Schauspielerin aus einem erwachsenen Film, die heute 28 Jahre alt ist, vehement zurück und behauptete, er sei während ihrer Beziehung misshandelt und unter Druck gesetzt worden. Im Februar 2016 sagte er, ich bin nicht jemand, der sich aggressiv verhält, das liegt einfach nicht in meiner Natur. Später behauptete er in einem Interview mit der deutschen Tageszeitung Die Welt,
Sein ehemaliger Partner habe ihn zu Unrecht angegriffen. Ashley Juden soll am 13. August 2014 eine Reservierung für einen Begleitservice für David Garrett vorgenommen haben, woraufhin sich die beiden ineinander verliebten und kurz darauf anfingen, miteinander auszugehen. Der Fall erregte großes öffentliches Aufsehen und Ashley Juden verlangte $12 Millionen von Garrett. Der Musiker hat regelmäßig alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe bestritten. Von diesem Punkt an beginnen sich ihre Geschichten jedoch zu unterscheiden. Ashley Juden behauptet, dass ihr erster Streit in der Weihnachtszeit 2014 begann, als Garrett angeblich beabsichtigte, einen Sklaven zu bestellen, diese Absicht aber nicht befolgte. Es wurde berichtet, dass Garrett im Januar 2015 in einen Unfall mit seiner Ex-Freundin verwickelt war, der zu einer Krankenhauseinweisung führte. Außerdem soll er sie gezwungen haben, ein Getränk zu trinken, das er für sie bereitgestellt hatte. Ein weiteres Missgeschick ereignete sich im Oktober 2015, als Garrett beschuldigt wurde, sie während eines Streits auf einen Tisch gestoßen zu haben, was dazu führte, dass sie sich eine Rippe brach. Im Januar 2016 wurde er beschuldigt, ihr während eines Streits Verletzungen zugefügt und ihr Mobiltelefon zerstört zu haben, um sie daran zu hindern, die Behörden anzurufen. Diese Anklage erfolgte nach der vorherigen. Ihre Beziehung ging im Februar 2016 in die Brüche. Garrett behauptet, er sei unschuldig und sagte vor der ganzen Welt, es gibt keine Gewalt in meinem Leben. Um es einfach auszudrücken, ich bin der geduldigste und logischste Mann. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Frau geschlagen und ich habe auch noch nie einen Mann verprügelt. Sie können den Rat einer meiner ehemaligen Freundinnen einholen. Und nicht nur das, auch David Garretts Vater, Georg Bongartz, stand hinter seinem Sohn. Alle Vorfälle zwischen Garrett und Ashley Juden waren einseitig und ohne jede Art von Gewalt oder Zwang, wie Garrett selbst feststellte. David Garrett ist ein freundlicher und ehrlicher Mensch, aber er möchte oft von anderen benutzt werden. Er steht schon seit seiner Kindheit auf der Bühne, aber trotz seiner langjährigen Erfahrung hat er immer noch Angst vor jedem Auftritt. Fehler sind etwas, das jeder macht. Ich habe mitgemacht. In der Live-Arena macht es viel mehr Spaß. Ich liebe es, Fehler zu machen. So wird alles wieder zum Leben erweckt. Ich freue mich immer auf etwas, mit dem ich nicht gerechnet habe, wurde ihm in einem Interview gesagt. David Garretts Probleme und Dilemma. Garrett ist eindeutig unglücklich über einen bestimmten Fehler. Die Verbindung, die er mit Ashley Juden, seiner ehemaligen Verlobten, hatte, erklärt, warum die ehemalige Escort-Dame den Musiker plötzlich verklagte und behauptete, der Geiger habe sie während einer sexuellen Begegnung körperlich verletzt. Die Forderung belief sich auf 18 Millionen Euro. Der 37-Jährige reagierte auf diese Anschuldigung mit einer Gegenklage wegen Verführung und wies damit die Anschuldigung zurück. Wie ist die derzeitige Situation, die sich entwickelt hat? Die Situation ist genau so, wie sie ist. Medienberichten zufolge wurde schließlich eine Lösung gefunden. Im Fall von Garrett war dieses Ereignis ein großer Ausdruck menschlicher Enttäuschung. Die Verfahren sind abgeschlossen und das Thema ist erledigt. Er betonte jedoch, dass das Thema nicht in Vergessenheit geraten sei. Für viele sei dies ein schwieriger Moment mit einer sehr unbefriedigenden Erfahrung gewesen. Seine Gedanken drehten sich um die Notwendigkeit des Verständnisses. Das führt dazu, dass man sich die Menschen, die man in seinen inneren Kreis aufnimmt, genau ansieht. Was Freundschaften angeht, war das definitiv ein wichtiges Ereignis, das mich vorsichtiger gemacht hat. Garrett hat die Absicht, trotz allem, was passiert ist, in Zukunft eine Familie zu gründen und gibt die Hoffnung nicht auf, die wahre Liebe zu finden. Es gibt nur ein kleines Problem. Man muss erst die passende Frau finden. Dann werden wir sehen, was passiert. Garrett gibt zu, dass er trotz seiner erfolgreichen Musikkarriere kein besonders glückliches Liebesleben hatte. In einem offenen Gespräch mit der Bunten spricht er über die Schwierigkeiten,
eine Liebesbeziehung aufrechtzuerhalten, während er gleichzeitig seiner Leidenschaft für die Musik nachgeht, ständig unterwegs ist und wenig Zeit für seine Routine hat. Er gibt freimütig zu, dass ich oft fehl am Platze war. Die einer griechischen Statue glich, eintauschte, würde es verstehen, wenn sie mehrere Monate abwesend gewesen wäre. Als er in Israel war, traf er eine Frau, die ihn drängte, sich an der Joliot School in New York zu bewerben. Er erinnert sich, dass diejenige war, die ihn dazu überredete. Die Tatsache, dass sie mich betrogen hat, hat uns nicht daran gehindert, eine fantastische Zeit miteinander zu verbringen, denkt er bei sich. Garrett hingegen betrachtet Unehrlichkeit und Untreue als Ausschlusskriterien, die nicht erfüllt werden können. Sobald jemand eine Lüge erzählt, wird er eine weitere Lüge erzählen. Wenn es darum geht, eine Familie zu gründen, ist Garrett der Meinung, dass dies zum jetzigen Zeitpunkt nicht in Frage kommt. Was habe ich einem Kind zu bieten? Und was habe ich einem Kind auf der anderen Seite zu bieten? Als Künstler habe ich einfach nicht die Zeit, mich einem Kind zu widmen, wenn es Liebe und Fürsorge braucht. Ich bin 240 Tage im Jahr auf Tournee. Ich kann kein Baby auf Langstreckenflügen mitnehmen. Er sagt weiter, dass ich aufhören müsste, aufzutreten und zu reisen, wenn ich eine Familie wollte. Zu diesem Opfer ist David Garrett, 44, noch nicht bereit. Da er sich derzeit in einer festen Beziehung befindet, möchte er so viel Diskretion wie möglich wahren und teilt auch bestimmte Details über seinen Partner mit. Sie hat ihr eigenes Leben und eine gute Karriere. Sie schlüpft in einige meiner Veranstaltungen, ohne dass die Leute davon wissen. Sie gehört nicht zu den Frauen, die im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen wollen, wenn sie über den roten Teppich laufen. Individuelle Entwicklung und zwischenmenschliche Beziehungen. Ich habe großen Respekt vor ihr. Die Lebensweise von David Garrett ist ein Beispiel für die dynamische Wechselwirkung zwischen den Hindernissen der Liebe und der Bewältigung des Berufslebens. Garrett unterstreicht auch, dass er ihren Namen nicht preisgeben will, da sie sonst im Internet viel Kritik einstecken müsste, was er ihr ersparen möchte. Dies zeigt sich vor allem in der guten Beziehung, die er zu seiner Mutter und dem Rest seiner Familie hat. Der Weg, den er eingeschlagen hat, ist ein Weg der kreativen Entwicklung, der Stärkung der familiären Bindungen und des persönlichen Fortschritts. Trotz seiner großen Popularität, die zu mehr als 4,5 Millionen verkauften CDs und ausverkauften Konzerten geführt hat, hat er seine Bescheidenheit und Bodenständigkeit bewahrt. David hat den Ruf, ein freundlicher und liebenswürdiger Mensch zu sein, und er ist bekannt für seine Bereitschaft, den Mitgliedern seiner Familie gegenüber Mitgefühl zu zeigen. In Anbetracht der Tatsache, dass er ein sehr fürsorglicher Mensch ist, können sich seine Fans nicht vorstellen, dass er sich jemals unhöflich gegenüber seiner Ex-Freundin verhalten hat. Das liegt daran, dass er ein sehr sympathischer Mensch ist. In einem Interview äußerte seine Mutter kürzlich die Überzeugung, dass ihr Sohn ein echter, offener, ehrlicher und insgesamt sehr netter Mensch ist. Außerdem bezeichnete sie ihn als ihr Kind. Als letztes muss sie sagen, dass er ein wunderbarer Sohn ist. Die Tatsache, dass David selbst die Einzigartigkeit ihrer Beziehung betont und wie sehr er es genießt, Zeit mit ihr zu verbringen, ist nicht zu übersehen. Es ist klar, dass er großen Wert auf seine familiären Beziehungen legt, wie die Tatsache zeigt, dass seine Mutter ihn auf seinen Tourneen begleitet, ihn hinter den Kulissen unterstützt und aktiv an den langwierigen Vorbereitungen für seine Auftritte teilnimmt. Obwohl David berühmt ist, sieht seine Mutter ihn weiterhin als ihr Kind an. David nimmt sich einen Moment Zeit, um über die Gründe nachzudenken, warum sie so denkt. Er sagt weiter, dass er sich in keiner Weise als anerkannte Berühmtheit betrachtet. Nicht diejenigen, die auf der Bühne Geige spielen, gelten als Stars, sondern Menschen, die Leben retten. Stars sind Ärzte, die in der Lage sind, Leben zu retten. Außerdem erkennt er an, dass seine Mutter ihn weiterhin zu Arztbesuchen begleitet, was ein weiteres Beispiel für die Bescheidenheit ist.
die er in seinem täglichen Leben an den Tag legt. Sie ist nicht nur für sein Wohlergehen verantwortlich, sondern unterstützt ihn auch bei der Anpassung an seinen hektischen Zeitplan. David behauptet, dass Musiker daran gewöhnt sind, unter schwierigen Bedingungen zu spielen und dass sie bereit sind, dafür sowohl körperliche Beschwerden als auch seelischen Kummer in Kauf zu nehmen. Obwohl sie früher eine Karriere als Balletttänzerin hatte, wird sich seine Mutter ihrer eigenen körperlichen Grenzen erst bewusst, als sie mehrmals befragt wird. Sie macht deutlich, dass sie mit ihm übereinstimmt und unterstreicht die tiefe Verbundenheit der beiden mit den Worten: Er kümmert sich sehr gut um mich und wir kümmern uns umeinander. Ihre Gespräche sind von echter Fürsorge geprägt, mit der sie sich gegenseitig in Stresssituationen unterstützen. Dies ist die treibende Kraft hinter diesem Gespräch. David lacht und antwortet: Das reicht für jetzt. In dem Moment, in dem das Thema Enkel zur Sprache kommt, wird ihm klar, dass dies eine sehr persönliche Angelegenheit ist. Seine Mutter soll bereits 3 Enkelkinder haben. David arbeitet derzeit an einer Reihe interessanter Projekte, von denen eines sein Debüt als Songwriter ist. Sein Ehrgeiz, sich als Künstler weiterzuentwickeln und gleichzeitig eine gute Beziehung zu seiner Mutter zu pflegen, zeigt sich in dieser neuen künstlerischen Richtung, die er eingeschlagen hat. Vorerst konzentriert sich David auf seine musikalischen Bemühungen. Die Gesundheit von David Garrett wurde in der Vergangenheit durch den Dauerstress, den er durch seinen Beruf erfahren hat, stark beeinträchtigt. In einem Gespräch mit Bild sprach der Künstler offen darüber, wie der Erfolgsdruck seine Gesundheit fast zerstört hätte. Bild war bei dem Gespräch dabei, aber im Moment geht es ihm viel besser. Und er ist entschlossen, ein gesünderes Gleichgewicht zwischen seinem Berufsleben und seiner allgemeinen Gesundheit und seinem Glück zu erreichen. Medizinische Probleme und Heilung. David Garretts Karriere war schnelllebig, sodass er große Entbehrungen in Kauf nehmen musste. In einem Interview sagte der bekannte Musiker, dass seine Auftritte oft sehr knapp bemessen waren. Gleichzeitig war er auf anspruchsvollen Tourneen und Reisen im Ausland unterwegs und übte stundenlang, manchmal sogar im Van vor dem Schneidersitz. Die anstrengenden Übungen führten schließlich zu einem Bandscheibenvorfall. Während der Rest der Crew schlief, übte er weiter auf den Toiletten, sogar während sie in der Luft waren. Sein chronischer Stress wurde durch die Tatsache verschlimmert, dass er durch viele Zeitzonen reisen und viele Shows besuchen musste. Mein Herz schlug schnell. 1 Minute lang fühlte ich mich wie ein Adrenalinbündel. Als er 2015 auftrat, litt er unter Herzproblemen und Panikattacken, sodass seine Auftritte möglicherweise unterbrochen werden. Mein Körper zitterte. Ich hatte das Gefühl, ich könnte die Wände hochlaufen. In diesem Zustand wusste ich, dass ich sterben würde. Er sagte, alles in meinem Körper zitterte. Das Jahr 2018 war das Jahr, in dem David Garrett seine gesundheitlichen Probleme öffentlich machte, was seine Bewunderer erschütterte. Ein schwerer Bandscheibenvorfall plagte den 38-jährigen Patienten schon seit einigen Monaten und er hatte Schwierigkeiten, sich von dieser Krankheit zu erholen. Aufgrund der physiotherapeutischen Behandlung fiel es ihm schwer, Geige zu spielen oder öffentlich aufzutreten. Er kämpfte in dieser Zeit, oder anders ausgedrückt, ich kann mich an keinen einzigen Tag in meinem Leben erinnern, an dem ich nicht Geige gespielt habe. Das sagte er in einem Interview mit Bild. Ursprünglich war das Fehlen meines Instruments ein Albtraum. Während ich diese schwierige Zeit durchmachte, konnte der Geigenvirtuose wichtige Lektionen erhalten. Endlich war der Moment gekommen, in dem ich mich entspannen und meinen Aufenthalt in New York und Berlin genießen konnte. Es hatte den Anschein, als fehle es meinem Leben an allem, was man als normal bezeichnen könnte. Da er in der Vergangenheit leicht reizbar war, sagte Garrett, dass er viele Spaziergänge unternahm und viele Freunde fand. Er kam auch zu dem Schluss, dass er seine Arbeit reduzieren musste. Und so wurde ihm das Spielen ganz und gar verboten. Es war ein Albtraum, da ich meine Geige nicht mehr hatte, auch wenn er von einer Operation profitiert hätte, entschied er sich gegen diesen Eingriff, die Vorstellung,
dass ich vielleicht nie wieder Geige spielen könnte, machte mir Angst. Die Ärzte hatten mir strengstens verboten, mein Instrument zu berühren. Er argumentierte, dass eine tägliche physiotherapeutische Behandlung besser sei als ein Schnitt mit dem Messer in der Nähe der Nerven, da dies zu riskant gewesen wäre. Heute geht es ihm wieder besser, was möglicherweise damit zusammenhängt, dass er wieder mit großer Begeisterung Geige spielen kann. David Garrett hat sich im Laufe seiner Karriere einen Namen als brillanter Geigenspieler gemacht, der Elemente der Crossover-Musik mit dem Stil der klassischen Musik mühelos verbindet. Eine Evolution der Musik. Neben seiner Leistung als Sänger hat sich Garrett im Laufe der Jahre auch in der Mode- und Filmbranche einen Namen gemacht. Er arbeitete als Hauptproduzent an dem Film Der Teufelsgeiger mit und gründete seine eigene T-Shirt-Marke. Im Laufe seiner Karriere konnte er auf einigen der wichtigsten Geigeninstrumente spielen, wie einer Stradivari und einer Guarneri del Gesù. Aufgrund seines herausragenden Könnens wurde er mehrfach mit dem Europäischen Kulturpreis Taurus und dem ECO-Musikpreis ausgezeichnet, unter anderem als der Künstler mit den meisten verkauften Exemplaren im Jahr. In den Jahren 2008 bis 2010 stellte er einen Guinness-Weltrekord als schnellster Geiger auf und bewies damit seine erstaunlichen Fähigkeiten. Wir danken Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unseren Film über David Garrett und seine jüngsten Enthüllungen anzuschauen. David Garrett's Wack spiegelt nicht nur sein außergewöhnliches Talent wider, sondern auch sein Bestreben, sich als Künstler immer weiterzuentwickeln und viele musikalische Genres zu vereinen. Eine Inspiration. David Garrett war schon immer eine Inspiration für viele Menschen, nicht nur durch seine Musik, sondern auch durch seine Lebensgeschichte und seine Beharrlichkeit bei der Überwindung von Schwierigkeiten. Er teilt oft mit, dass die Musik die größte Motivationsquelle ist, die ihm hilft, die schwierigsten Zeiten zu überwinden, und dass die Leidenschaft und Liebe des Publikums eine starke Motivation sind, die ihm hilft, seinen Beitrag weiterhin zu leisten. David Garrett ist ein Künstler mit außergewöhnlichem Talent und einer inspirierenden Lebensgeschichte, die Schwierigkeiten und Herausforderungen, die er durchgemacht hat, haben nicht nur seine Karriere bereichert, sondern waren auch ein Beweis für seine mentale Stärke und Ausdauer. Er fährt fort, seine Leidenschaft für Musik zu verbreiten, überschreitet alle Grenzen und berührt die Herzen des Publikums auf der ganzen Welt. Die Geschichte von David Garrett erinnert uns daran, dass wir unsere Träume mit Leidenschaft und Entschlossenheit überwinden und verwirklichen können, egal wie schwierig sie auch sein mögen. David Garrett, ein talentierter Geiger, hat nicht nur durch seine brillante musikalische Karriere Aufmerksamkeit erregt, sondern auch durch seine persönlichen Berichte über sein Privatleben. Im Alter von 43 Jahren erklärte Garrett, dass er nicht die Absicht habe, zu heiraten. Eine Entscheidung, die viele Fans und die Presse neugierig machte. Heiratsabsichten. David Garrett hat in vielen Interviews gesagt, dass er seine Freiheit und Unabhängigkeit liebt. Aufgrund seines vollen Terminkalenders und der ständigen internationalen Tourneen ging er davon aus, dass es schwierig sein würde, zu heiraten und eine Familie zu gründen und dass dies Auswirkungen auf seine Karriere und sein Privatleben haben könnte. Garrett sagte, er sei zufrieden mit seinem jetzigen Leben, in dem er sich ganz auf die Musik und persönliche Projekte konzentrieren könne, ohne durch familiäre Verpflichtungen gebunden zu sein. Die Bedeutung der Karriere. Die Musikkarriere ist für David Garrett nicht nur ein Job, sondern auch die größte Leidenschaft seines Lebens. Schon in jungen Jahren widmete Garrett seine ganze Zeit und Energie dem Erlernen und Weiterentwickeln seiner Geigenkenntnisse. Das brachte ihm internationalen Erfolg und Ruhm. Aber gleichzeitig war er ein großes Opfer seiner Zeit und seines Privatlebens. Seit er nicht mehr verheiratet ist, kann sich Garrett voll und ganz auf seine Karriere konzentrieren und ohne Ablenkung weiterhin kreativ mit seiner Musik sein. Single-Leben und persönliches Glück. David Garrett betonte, dass er sich als Single nicht einsam oder unglücklich fühlt. Stattdessen genießt er die Freiheit
und die Möglichkeit, die Welt zu erkunden, neue Menschen zu treffen und neue Dinge zu erleben. Garrett verbringt auch viel Zeit mit seiner Familie und seinen Freunden, die ihm Halt und Freude im Leben geben. Außerdem genießt er es, sich auf sich selbst konzentrieren zu können, sich um seine Gesundheit zu kümmern und persönlichen Interessen außerhalb der Musik nachzugehen. Ratschläge für junge Menschen. David Garrett sagt oft, dass jeder Mensch sein Leben auf seine eigene Weise leben und sich nicht von gesellschaftlichen Normen unter Druck setzen lassen sollte. Er ermutigt jeden, das zu finden und zu verfolgen, was dem eigenen Leben wirklich Glück und Sinn verleiht. Für Garrett geht es um Musik und persönliche Freiheit. Und er glaubt, dass die Entscheidung, im Alter von 43 Jahren nicht zu heiraten, die richtige Entscheidung für ihn war. David Garrett ist ein großartiges Beispiel für einen Künstler, der beschlossen hat, sein Leben nach seinen eigenen Vorstellungen zu leben und sich auf seine Karriere und seine Leidenschaft für die Musik zu konzentrieren. Seine Entscheidung, im Alter von 43 Jahren nicht zu heiraten, spiegelt nicht nur seine persönlichen Ansichten über Glück und Freiheit wider, sondern ist auch eine Inspiration für viele Menschen, sich selbst treu zu bleiben und sich nicht an die Erwartungen der Gesellschaft zu binden. Mit Talent und Beharrlichkeit glänzt Garrett weiterhin auf der internationalen Bühne und in den Herzen der Fans. Wir sehen auch, dass etwa 1/4 der Lehrerinnen und Lehrer während der Krise keine Unterstützung erhalten hat und dass es auch relativ wenig Geld gab. In Deutschland ist das ähnlich. Der große Unterschied in Deutschland ist hier im Vergleich zur OECD, dass die Online-Ressourcen für Lehrer nur langsamer hinzugefügt wurden. Was die Infrastruktur betrifft, so sieht man, dass der Digitalpakt nur in den Kindergärten greift. Deutschland ist immer noch relativ weit hinten, wenn es um die Anzahl der Schüler geht, die Zugang zu digitaler Technologie in den Schulen haben. Noch schwieriger wird es, wenn es um die Beurteilung der Schulbehörde über die Kenntnisse und Fähigkeiten der Lehrkräfte geht. Deutschland liegt ebenfalls im letzten Drittel. Das ist natürlich die Einschätzung der Schulbehörde, keine objektive Leistungsbeurteilung der Lehrer. Aber irgendwo kann man sehen, dass nur etwa die Hälfte der Schüler Lehrer hat, die nach der Einschätzung der Schulbehörde die Technik tatsächlich sinnvoll einsetzen können. Und dann ist da noch die Unterstützung durch die Lehrer. Da gibt es in Deutschland noch viel zu tun, damit Lehrerinnen und Lehrer Ressourcen haben, um sich dort zu entwickeln. Man muss es sagen, dass die meisten Technologien, die dort eingesetzt werden, von Lehrern entwickelt werden, vor allem in den asiatischen Ländern. Es gibt Forschungsprojekte in Schulen, in Schulverbänden, in Schulgruppen, die solche Instrumente wirklich entwickeln. Es ist nicht so, dass in Deutschland solche Technologien an Schulen verkauft werden. Aber die Schulen selbst sind nicht so sehr an der Gestaltung und Entwicklung der Konzepte dahinter beteiligt. Das ist wirklich etwas, wo man viel lernen kann. Meiner Meinung nach sind Estland und Finnland da auch sehr gut. Es gibt dort viele Arbeitsgruppen, auch viele kleine Unternehmen, die wirklich innovativ sind und viel mit den Schulen machen. Dass diese Angebote auch für die Lehrer, für die Schüler wirklich relevant sind. Was halten Sie von David Garretts Eingeständnis? Teilen Sie uns Ihre Gedanken mit. Mussten Sie jemals zwischen Perfektion und Frieden wählen? Tippen Sie, ob Sie seine Ehrlichkeit respektieren. Melden Sie sich an, um mit uns auf weitere Reisen durch die unerzählten Geschichten von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zu gehen, die wir zu kennen glaubten. Denn hinter jedem Scheinwerferlicht steckt eine Seele. Bis zum nächsten Mal.